Schönen guten Abend, liebe Bürgerinnen, liebe Studierende, liebe Kolleginnen, Magnifizenz. Auch vielen Dank für die Treue bei der Ringvorlesung in diesem Jahr, die noch 90 Minuten unter dem Titel Was ist normal steht. Mein Name ist Gunter Süß. Ich freue mich, Sie im Namen des IKKS heute Abend zur letzten Veranstaltung in diesem Semester begrüßen zu können. Und ich freue mich insbesondere, meinen Kollegen und Freund Professor Dr. Christoph Meyer vorzustellen. Christoph ist Historiker, Politikwissenschaftler und ein kleines bisschen Germanist. Ja. Promoviert allerdings als Historiker mit einer Arbeit zum Kuratorium Unteilbares Deutschland im Jahre 1997. Von 1998 war Professor Christoph Meyer Leiter des Herbert-Wehner Bildungswerks in Dresden für 13 Jahre und seit 2011 ist er Professor für Bildung und Kultur in der sozialen Arbeit hier an unserer Hochschule. Und seit 2022 mein ganz direkter Kollege, nämlich Christoph ist wissenschaftlicher Direktor des IKKS und seit 2023 Prorektor Bildung hier an der Hochschule in Mittweida. Und heute Abend wird er so ein bisschen die Ringvorlesung zusammenbinden, wird eingehen auf die 6 Abende, die wir vorher besprochen hatten und wird dahingehend dann auch Schlüsse ziehen, ob der Wahnsinn die neue Normalität ist. Ich freue mich, Christoph Meyer begrüßen zu können. Bitte einen herzlichen Applaus. Ja, danke, lieber Gunter. Ich freue mich auch, diese Reihe hier abschließen zu können. Es ist also nicht so lang vorbereitet, sondern immer auch nach den Sitzungen habe ich noch ein bisschen gearbeitet und improvisiert. Es bleibt auch improvisiert und ich hoffe, Sie aber in der nächsten Zeit nicht zu langweilen, sondern dass Sie vielleicht also bis zum Schluss auch gut durchhalten und ja, vielleicht mit ein paar interessanten Anregungen hier wieder rausgehen heute. Ich habe zunächst mal eine kleine Umfrage gemacht, denn beim Thema Normal ist vieles, was man sich darunter vorstellen kann. Also wir wollen uns diesem Begriff ein bisschen annähern in der nächsten Zeit und wir fangen das mal an mit etwas Negativem, nämlich der Frage, was ist denn nicht normal? Also überlegen Sie schon mal, also was könnte das sein? Ich habe das technisch ein bisschen vorbereitet. Sie können also dieses Answer Garden mit dem QR-Code, wenn Sie haben, aber wir machen es auch gleichzeitig noch mit Kreide an der Tafel. Also keine Angst. Ne? Einfach nehmen und vielleicht nur ein Wort, ein Adjektiv und dann das nächste eingeben. Wir sammeln mal ein paar Fragen. Ich werte das nicht, was also alles für nicht normal gehalten wird. Das kann ja sehr strittig sein am Ende. Und wir machen das auch mal hier an der Tafel. Sie können mir also auch jetzt Worte zurufen. Was ist nicht normal? Asozial. Weitere Begriffe. Was ist noch nicht normal? Was gibt es noch? Was könnte einem noch einfallen? Irgendwas? Psychisch krank. Psychisch krank. Depressiv. Depressiv. Krank, überhaupt krank. Ja? Behindert. Weitere Begriffe. Arm. Aber reich. Reich. In der Mitte ist Otto Normalverbraucher, ne? Ja, was haben wir noch? So. Unpünktlich. Ja, schlimm.
Ja, bei der Deutschen Bahn, das ist völlig unnormal. Ne? Weiter. Faul. 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 Klauen. Ja, etwas klauen, ja. Noch was? Gewalt. Weitere Begriffe? Ehrlich. Wirklich ehrlich. Ehrlich. Der Ehrliche ist der Dumme, stimmt, ja. Weitere Begriffe? Okay. Ich würde sagen, reicht auch erstmal. Gucken wir mal, was also im Netz so angekommen ist. Da müssten jetzt auch einige sein, wenn ich hier auf den Link klicke. Und da haben wir jetzt das gleiche sozusagen Bild oder ein völlig anderes Bild. Ne? Also in der Mitte steht Ungerechtigkeit. Und dann haben wir ein paar Begriffe. Rassismus oder Gendern, Kriminalität, Stehlen, abweichend. Menschenhass, Faschismus, Abweichung, psychisch krank. Gewaltbereitschaft, nicht heterosexuell, verachtend. Was definiert normal? Nicht funktionieren, empathisch sein, um 6 aufstehen ist nicht normal. Behinderungen, ja, krank, Hass, Gewalt, non-binär sein. Also eine ganze Menge von Begriffen, was alles hier als nicht normal gelten kann. Also wie gesagt, also das ist natürlich jetzt keine repräsentative Erhebung. Es ist unklar und man sieht also, ne, wenn man es so negativ fasst, dass es offensichtlich auch auf der anderen Seite eine ganze Menge andere Bilder oder Begriffe auch für Normalität geben muss. Dass es also ein umstrittener Begriff ist. Darauf wollte ich hier eingehen. Hier ist also ja, dieses Bild. Leider wird uns dieses Bild, also ich weiß, wir sehen ihn öfter im Fernsehen heute den ganzen Abend also verfolgt, aber er ist so schön abwägend auf diesem Bild. Also es gibt eins und andererseits und das ist also die Gliederung dessen, was ich jetzt mache. Ich habe also so ein paar Begriffe, die für nicht normal stehen könnten, mal rechts also raufgestellt und das sind meine kleinen Kapitel. Also normal, anormal, normal oder toxisch, faul, unerträglich, fremd, irre oder anders. Ne? Man sieht, ich kann nicht auf alles eingehen, was hier auch an der Tafel steht, aber es ist spannend, was da alles kommt. Ja, Normalität ist also ein konstruierter Begriff. Der Historiker macht mal eine Vorbemerkung zum Thema Geschichte. Auch in der jüngeren und längeren deutschen Geschichte gab es und gibt es immer Normalitätskonstruktionen. Da gibt es zum Beispiel die Diskussion unter Historikern, in den 70er, 80er Jahren sehr viel geführt, über einen deutschen Sonderweg in der Geschichte. Die Deutschen haben ja den Nationalsozialismus gemacht, waren als Nation recht spät gekommen und sind nicht den Weg des Westens gegangen, der normalen westlichen Demokratie und sind dann erst irgendwann angekommen. Einer der Nestoren der deutschen Geschichtsschreibung hat dicke Bände veröffentlicht zum Schluss, der lange Weg nach Westen. Man sei also immer auf dem Weg nach Westen gewesen und das sei normal. Das ist so eine Diskussion. Es gab immer die Frage, also die Bemühungen darum, gewisse Normalitäten zu definieren und herzustellen. In der Weimarer Republik oder auch davor, der Kampf irgendwelcher Ausschüsse und teilweise staatlich geförderter Vereine gegen Schmutz und Schund in der Literatur, also auch da ein umstrittener Begriff. Dann gibt es ein Buch, das kommt später noch, über die ganz normalen Männer, ganz normale deutsche Männer, die schwerste Kriegsverbrechen begehen in der NS-Zeit. Was ist der Nationalsozialismus? Ist das normal? Sind das normale Deutsche? Auch eine spannende Frage. Dann gibt es eben Otto Normalverbraucher. Der kommt übrigens aus einem Film, späte 40er Jahre, in der Besatzungszeit. Otto Normalverbraucher wird da gespielt von dem berühmten Schauspieler Gerd Fröbe. Ist vielleicht einigen noch bekannt in James Bond als Goldfinger. Da ist er eher so ein Wirtschaftswunder, ne, gesättigter Mensch, sehr also voluminös. Dieser Otto Normalverbraucher, gespielt von Gerd Fröbe 1947, ist ein richtiger Spargeltarzan. Total also dünn, ein Kriegsheimkehr ausgemergelt und so. So fängt Otto Normalverbraucher an und nimmt dann zu. Auch interessant. Ja, Normalisierung war auch ein Thema in der Deutschlandpolitik. War die deutsche Teilung DDR, BRD ein Normalzustand? Die Bundesrepublik Deutschland hat lange dagegen angekämpft. Und dann erkannt, man muss sich irgendwie mal wenigstens eine Zeit lang darin einrichten. Und es gab Verträge zwischen Ost und West. Und dann gibt es zum Beispiel im Grundlagenvertrag zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 1972, wo die sich mehr oder weniger anerkannt haben als Staaten. Das Ziel in Artikel 1, die Verpflichtung, normale, gutnachbarliche Beziehungen zueinander zu entwickeln. Normale, gutnachbarliche Beziehungen. Was das ist, bleibt aber immer auch durchaus strittig und es ist auch sonst ein Formelkompromiss. So, das also zu dem Thema. Das Neueste, was mir eingefallen ist und was mich eigentlich auch auf den Gedanken gebracht hat, das zum Thema dieser Vorlesung zu machen, ist das da. Die AfD, das ist das Wahlplakat von 2021. Und man soll über die AfD reden, denn sie ist zum Beispiel in Sachsen bei den letzten Wahlen die stärkste der Parteien geworden. Man muss sich das also wirklich mal angucken, was die darunter verstehen. Deutschland aber normal, dieser Wahlkampfslogan. Ich habe mir dieses Programm von damals mal angeguckt, das ist das von 21, über 200 Seiten. Das Wort normal kommt überhaupt nur an 2 Stellen vor. Also die haben das auf die Plakate getan, aber es steht nirgendwo, was denn normal ist. Also ich kann das zitieren. Also Seite 42 steht, die AfD will die Volkswirtschaft auf einen normalen Entwicklungspfad zurückführen. Na, wer will das nicht? Gutes Ziel. Oder es kommt noch eine zweite Erwähnung, da ist die Rede von einem normalen Zinsumfeld, was auch immer das ist. Aber ansonsten kommt normal nicht vor in diesem Programm. Das Wort überhaupt nicht, auf keiner einzigen Seite. Man muss also ein bisschen querlesen und gucken. Und eine Geschichte, also sind dann die Wahlwerbespots. Wenn man sich die anguckt, also dann merkt man, also was die unter einem normalen Deutschland verstehen. Das sind völkische Ideologie, entsprechende politische Positionen und Forderungen, die man normalisieren will. Im Wahlwerbespot wird zum Beispiel immer eine blonde, weiße Normalfamilie gestellt und gezeigt und irgendwelchen Chaoten gegenübergestellt. In Sachsen-Anhalt, ich gehe mal raus aus der Wahl damals, aber das ist ganz aktuell, gibt es einen Landesslogan. Jede Regierung hat ja so einen, wir haben ja So geht Sächsisch. In Sachsen heißt es modern denken, in Sachsen-Anhalt, Entschuldigung. Die Forderung der AfD ist, dass es nicht mehr modern denken heißen soll, sondern deutsch denken. Also es ist auch wieder eine andere Art von Normalitätsvorstellung. Es werden politisch Andersdenkende als Gefahr für das normale Leben der Deutschen dargestellt. Ich finde das interessant. Die AfD beschäftigt sich in diesem Wahlkapitel, in langen Kapiteln mit Linksextremen und mit migrantischen Extremisten. Es gibt überhaupt kein Kapitel über Rechtsextreme. Die gibt es anscheinend nicht, haben keine Bedeutung. Also es ist auch eine Spannung, worüber reden wir? Wir ziehen also auch am Diskurs. Also jetzt mal nur an der AfD kritisiert, andere kann man auch kritisieren. Und dann gehört dazu, dass das Gedenken an den Holocaust eben abgelehnt wird. Das heißt, ein zentrales Element modernen deutschen Selbstverständnisses. Wir können aus dieser Geschichte und wollen es nicht aussteigen. Das lehnt die AfD ab. Es gibt ja dieses berühmte Zitat Fliegenschiss in der Geschichte, Alexander Gauland. Ja, also der Begriff normal verschleiert mehr, als er positiv darstellt hier. Es ist ein wabernder, ein unklarer, ein unscharfer Begriff. Die AfD möchte eben gerne als eine normale Partei dastehen. Sie ist es aber nicht. Also sie ist, und es fehlt nur noch die entsprechende Rechtsnorm. Sie ist nicht normal, sondern rechtsextrem. Gut, also mal knapp. Ist natürlich jetzt auch Meinung dabei, aber es gehört dazu. Ich komme noch mal weiter, jetzt zum Thema, was ist nicht normal, normal oder anormal. Also ein paar Begriffsklärungen oder Erklärungen kommen jetzt. Etwas unsortiert vielleicht, weil es ein Riesenarchipel ist, der Archipel normal. Es gibt Normen, es gibt die Normalität, das Normalisieren, den Normalismus, dann den Protonormalismus, der festgefügte, den flexiblen meinetwegen. Normal jedenfalls kommt von Norm, das ist der Wortstand. Zu Norm sagt die KI, das ist eine allgemein anerkannte und vereinbare Regel, die spezifische Anforderungen oder Richtlinien für Produkte, Dienstleistungen, Verfahren oder andere Bereiche festlegt. Ja, mag sein. Es gibt solche Normen. Es gibt die alte deutsche Industrienorm, die ist exakt. Das Papier, DIN A4, kennen wir noch von früher. Heute sagt man nur noch A4, weil sie, glaube ich, so nicht mehr gilt. Aber ganz egal. Das ist also sozusagen eine exakte Messung, eine Norm. Normal könnte auch eine Mindestanforderung sein.
um etwas zu erreichen. Zum Beispiel die Olympianorm in der Leichtathletik. Ne? Wenn du schneller als 11,0 Sekunden läufst, dann qualifizierst du dich für Olympia. Es ist schon nicht normal, schneller als 11,0 Sekunden auf 100 Meter zu laufen. Aber es ist die Norm. Ne? Wenn ich die übertreffe und erreiche, dann darf ich. Also es geht also auf was Positives. Oder es ist auch ein Korridor von bis. Zum Beispiel, was ist ein normaler Puls? 60 bis 80 Schläge die Minute. Aber auch da ist wieder die Frage, das kann sich auch ändern. Ne? Wenn ich mich bewegt habe, ist er höher. Wenn ich älter oder jünger bin, Kinder, Erwachsene. Mein Blutdruck, den ich jetzt heute habe zum Beispiel, der galt vor 40 Jahren noch als für mein Alter normal. Heute ist das nicht mehr. Das ist auch interessant. Ne? Ich muss also ein bisschen was tun und sollte mehr Sport machen, weiß ich ganz genau. Ja, so. Normal im Sinne der Norm ist übrigens eher etwas Positives, aber es gibt auch Gegenbeispiele. Ich habe zu dem Komplex Normalismus mal einfach, es gibt da auch neuerdings, interessanterweise hat sich der Deutsche Ethikrat mit dem Thema beschäftigt und eine große Broschüre herausgegeben letztes Jahr über das Thema Normal. Es gibt eine ganze Menge Begriffe, die man darunter verstehen kann unter diesem Komplex und die sind bestimmt auch noch nicht alle. Also normal ist das Übliche, das Vertraute und Selbstverständliche, was nicht hinterfragt wird. Oder, nicht und. Vielleicht auch beziehungsweise. Das Natürliche, also das, was auf Naturgesetze und auf biologischen Funktionsstandards aufbaut. Normal ist gesund, hatten wir eben auch schon, eben nicht krank. Phänotypisch unauffällig. Ne? Funktional, also die Funktionalität, also auch angehend des Körpers und so weiter. Da bin ich gesund und das ist normal. Tja. Wenn ich mir so überlege, mit wie vielen Erkältungskrankheiten wir alleine hier haben und wenn ich sie aufzeigen lasse, ne, dann wird irgendwie 2/3 von Ihnen werden sagen, ich habe in den letzten 3 Monaten irgendwann mal eine Erkältung gehabt. Offensichtlich ist das auch normal, obwohl es nicht gesund ist. Ne? Gut, egal. Durchschnittsbereich. Ne? Es kann eben auch der Durchschnitt sein. Es ist also auch kontextabhängig. Es kann Abweichungen mitreflektieren. Es gibt den Median, das Medium, die Mitte, also was man sozusagen statistisch messen kann. Normal ist typisch. Ich vergleiche Merkmalsmuster, etwas Musterhaftes. Ne? Es ist einfach typisch für das und das ist dann das Normale. Normal ist ein Standard mit Normierung, die DIN-Normen, die Containergrößen und sowas haben wir schon gehabt. Es ist die Folge handlungsleitender, zum Beispiel rechtlicher Normen. Es gibt Rechtsnormen, an denen ich mich orientieren muss. Ich mache erst ein Gesetz übrigens und dann setzt sich das durch. Zum Beispiel bei der Gurtpflicht, vor 50 Jahren eingeführt, war die Gurtpflicht etwas, was durchaus strittig war, brauchte keiner. Heute macht es jeder. Es ist erstens vorgeschrieben, kostete damals 40 Mark, heute kostet 80 €, wenn ich unangeschnallt fahre. Ja? Und inzwischen weiß ich aber, es ist sinnvoll. Also es setzt sich auch durch, diese Norm, interessanterweise. Es gibt auch eben das tut man so. Die Normbefolgung in der Gruppe, eine Etikette. Man gibt sich die Hand. Im Rektorat an der Hochschule Mittweida gibt man sich morgens meistens die Hand. Anderswo macht man es vielleicht nicht. Irgendwann haben wir mal diskutiert während Corona oder vielleicht, wenn die Erkältung zu viel ist, sollte ich das vielleicht sein lassen. Aber es ist Etikette, es ist Normbefolgung, das tut man so. Manches tut man auch nicht, das ist auch vielleicht normal. Das ist, kann auch das abschätzig gemeint sein, normal. Das bloß Gewöhnliche. Konventionalität, Konformität, Mitmachen, also Abweichung als etwas Positives. Warum nicht? Ne? Ich bin nicht normal, ich bin außergewöhnlich, ich bin anders. Ich folge nicht dieser Norm, ne? Sondern ich setze meine eigenen. Ja, Normalität, also kann außerdem noch das andere eingewöhnt. Ich folge mich, also eine Gewöhnung, ich gewöhne mich an einen Zustand. In Klammern Resilienz, kommt noch. Ne? Also ich nehme gewissermaßen etwas an, woran ich mich gewöhnt habe, an eine Situation, dann ist das weiter. Ich habe mich eingewöhnt und damit ist das für mich normal. Oder es ist eben auch ein positiver Bezugspunkt innerhalb eines individuellen oder Gruppenselbstverständnisses. Ne? Ich kann mich also als Gruppe auch normal, in unserer Gruppe ist das und das ist für uns positiv, wir sind so. Oder auch eine Negativfolie gesellschaftlicher Ausdifferenzierung. Es gibt gruppenspezifische Normalitätsvorstellungen. Ne? Die sind gemeinschaftsbildend in Untergruppen, zum Beispiel in der Jugend, in Subkulturen. Das kann also sowohl auch die Mehrheit sein gegenüber anderen Minderheiten, aber auch eine Minderheit
Minderheit, die für sich ihre eigene Normalität feststellt. Man sieht, es ist ein weiter Begriff. Und hier nochmal ein paar schöne Illustrationen dazu. Das kommt mir auch immer links oben, wissen vielleicht manche noch, es gab mal Normalbenzin und das Superbenzin. Normalbenzin fand ich gut, das war billiger. Aber es fuhren nicht alle Autos damit. Ne? Also die richtig schnellen Autos, die brauchten Superkraftstoff, höher verdichtet, ganz tolles Zeug. Heute gibt es ja nur noch Super. Ne? Und der E10 ist das neue Normal, wenn man so will. Irgendwann haben sie auch die Preise angeglichen, wie man auf dieser Zapfsäule noch nicht ganz sieht, weil da ist Diesel, aber irgendwann kriegte man das Normalbenzin gar nicht mehr billiger. Und dann wurde es gleich ganz abgeschafft. Ne? Das Normalbenzin war für Otto Normalverbraucher. Ist aber nicht wirklich besonders positiv, weil das für schwache Motoren und schwache Autos war. Naja, okay. So, und dann habe ich mal so ein bisschen mit dem Durchschnitt gearbeitet hier auf diesen Bildern. Das Bild da von Copilot, also ist mein Vorschlag, mir mal das Bild eines schönen Menschen zu machen. Und dann kamen aber 10 Bilder. Einen Menschen wollte Copilot nicht. Ne? Also die KI hatte auch ihre Programmierung. Und dann habe ich gesagt, ich hätte aber gerne nur einen einzigen Menschen gezeigt. Das hat sie dann gemacht. Ist natürlich nicht fair. Ne? Und das ist also das Bild. Das da rechts, also beautycheck.de als Quelle, ich habe mal so geguckt, also es gab mal eine schöne Ausstellung im Deutschen Hygienemuseum. Ich glaube, es gibt sie noch zum Thema, was ist Schönheit? Und da wird irgendwie festgestellt, dass Schönheit eigentlich also ein Durchschnittstyp ist. Also sozusagen die Schönheitsnorm ist die Mischung aus allen möglichen Gesichtern. Wir haben also da rechts ein gemorphtes Durchschnittsbild eines Mannes und möglicherweise gilt das als schön oder als attraktiv, was der Durchschnitt ist. Interessant. Jeweils bei vielen Sachen ist das so. Normal. Ist das attraktiv? Normal. Vielleicht. Und da unten haben wir jemanden, der als nicht normal gilt. Das ist der Streber. Das habe ich gegoogelt unter Streber. Ist der besonders attraktiv und beliebt in der Schule und so weiter? Im Gegenteil. Also wer herausragt und Besonderes leistet, kann auch Neid oder Ablehnung auf sich ziehen und gilt eben nicht mehr als normal. Ich hatte selber in meiner Schulzeit schon Orientierungsnoten, allerdings mit Bewertungen und Ankreuzen. Da war immer sozusagen sowas wie Fleiß und Aufmerksamkeit. Da stand bei Arbeitstempo bei mir normal angekreuzt und nicht schnell. Ich weiß nicht, ob das gut war. Vielleicht war ich auch schludrig und nicht gründlich und der Lehrer wollte mir eins reingeben. Also es ist eine Frage, ob normal gut ist und ob der Durchschnitt gut ist auch eine Frage. So. Einen habe ich noch in dieser Reihe von Illustrationen, den habe ich besonders groß gemacht, das ist er, auch bekannt, The Normal One. Jürgen Klopp, der Trainer, damals FC Liverpool, der also in seiner ersten Pressekonferenzen gesagt hat, I'm the normal one. Ich bin jetzt irgendwie niemand Besonderes, wollte er damit sagen. Ich bin halt ich bin der Typ und so weiter. Nur ist der Mann nicht normal, auch seine Zähne sehen aus wie ganz normale Zähne. Ich finde es immer, wenn ich ihn sehe, also er hat schon tolle Zähne, die sind vielleicht normal, aber es ist nicht das normale Gebiss eines 60-Jährigen. Ist auch interessant. Also was ist da normal? Dieses Normal One gab es auch als T-Shirt zu kaufen oder gibt es vielleicht sogar noch mit so ein paar Symbolen, das Cappy und die Brille, dann erkennt man, wer es ist. The Normal One, FC Liverpool. So ein Kumpeltyp, so ein normaler Kerl, mit dem würde ich auch gerne mal so ein Fußballspiel zusammen gucken bei einer Tüte Chips, Flasche Bier in der anderen Hand und sagen, Jürgen, wie hast du das jetzt gesehen? War doch abseits, oder? Toll, da sind wir unter uns. Also so Männer wie wir, Wickhüler Bier, gibt es auch in der Werbung. Also the normal one, der Kumpeltyp. Okay, jetzt mal so ein bisschen normal, anormal und diese Unterschiede soll fürs Erste, was das betrifft, kurz reichen. Zweiter Teil, was ist nicht normal? Normal oder toxisch? Beim Thema toxisch fällt mir der Donald Trump auch sofort ein, toxische Männlichkeit. Wenn ich mir überlege, dass er also irgendwelche Anklagen wegen Vergewaltigung hatte und Frauen belästigt hat, sich sexistisch äußert und die Rechte von Frauen, Schwulen, Lesben und so weiter bekämpft, politisch, aber im Privatleben genauso drauf ist. Er ist ja völlig authentisch, der Mann. Also insofern toxisch. Da bin ich natürlich bei unserem ersten,
Vortrag, den ich jetzt nicht in der Reihenfolge, aber jetzt mal hier nochmal kurz Revue passieren lasse. Ja, sowas wie Kavaliersdelikte. Kavaliersdelikte ist auch ein schönes Wort. Ne? Kavaliersdelikte, da denkt man manchmal falsch einparken oder so oder im Parkverbot stehen. Aber ein Kavaliersdelikt, was ist das? Der Kavalier will vielleicht was von einer Frau. Und das Kavaliersdelikt ist möglicherweise die sexuelle Belästigung. Und das ist aber nicht normal und es ist gesellschaftliche Normalität gewesen. Es gibt Leute, die versuchen, das wieder als gesellschaftliche Normalität herzustellen. Ja, so, wenn Trump dieses vorlebt, als, sagen wir mal, wichtiger Politiker an der Stelle, ne, sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt, Partnerschaftsgewalt und Stalking ist also ja, gang und gäbe. Und ist die Frage, wird es verfolgt? Und da hat uns ja der Kollege Voss auch einiges vorgestellt an Viktimisierungsstudien. Wir haben uns das angeguckt. Studie zur Betroffenheit von Frauen durch sexualisierte Gewalt. Und diese Zahlen, die sind ja schon schlimm. Also die neueste Umfrage 2021, also bei Frauen 43%, die schon mal einen Vergewaltigungsversuch erlebt haben, 57% der Non-Binären und 12% der Männer, also bei Erwachsenen, die befragt worden sind. Wobei interessant ist auch gewesen, finde ich, im Zeitverlauf, dass das zunimmt, also auch die positiven Antworten zunehmen. Es verändert sich allerdings auch die Befragung, muss man sagen. Die Frage selber hat sich geändert. Also die Vergewaltigung war 1990 nur an die weibliche Bevölkerung gefragt und dann hat schon einmal ein fremder Mann versucht, sie zu vergewaltigen. Oh, der fremde Mann, also der, den ich bekannt kenne, der ist gar nicht dabei. Und es ist sozusagen der Vergewaltigungsversuch. Und 2021 ist die Frage, jemand versuchte mich zum Geschlechtsverkehr oder anderen sexuellen Handlungen zu zwingen. Das ist etwas offener. Aber der Anstieg von 11% auf 43% ist wahrscheinlich auch geschuldet, man kann es nicht genau messen, einer stärkeren eigenen Sensibilität der betroffenen Gruppe, dass man weiß oder Frau weiß, was mit ihr geschieht. Ja, das zum Thema normal oder toxisch. Dann haben wir noch, ja, normal oder faul. Ich weiß nicht, ob Trump faul ist. Ich habe gehört, er liest nicht gerne. Ich habe auch gehört, dass also er sich beschränken musste, jetzt der Gipfel, der neueste, der getagt hat, auf eine einseitige Abschlusserklärung, musste auf ein DIN A4-Papier passen, weil länger, also reicht es nicht. Ich würde ihm gar nicht unterstellen, dass er faul ist. Vielleicht hat er auch andere Prioritäten. Das mag sein. Aber bei faul sind wir beim Arbeitsbegriff. Und das fand ich eine der spannendsten Vorlesungen, die wir da hatten. Hier also nochmal der starke Arm. Da gibt es das Gedicht aus der Arbeiterbewegung 1863, ADAV, gegründet in Leipzig, Bundeslied von Georg Herwegh. Mann der Arbeit, aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Das ist wunderbar hier abgebildet in dem Bild. Der Mann der Arbeit, der hält die Räder an. Und dabei hat, wie wir jetzt gelernt haben, da hat ja die Frau, die Kollegin, die Andrea Komlosi viel studiert, eine österreichische Historikerin zitiert. Also Arbeit in der Geschichte durchaus unterschiedliche Stellenwerte gehabt. In der Antike, Arbeit wird verachtet. Das ist etwas für Sklaven. Und die Philosophen, die philosophieren, die arbeiten nicht. Cicero und andere haben das deutlich so gesehen. Im Mittelalter, klar, Arbeit ist eine Mühsal, eine Strafe Gottes. Sie war auch schwer, das Spannen und Ackern und Pflügen mit unterentwickeltem Gerät auf dem Acker. Schwere körperliche Arbeit, aber sie wurde schon positiv bewertet im Unterschied. Die Mühsal ist gut, in der christlichen Religion auch. Es ist also, man nennt es, teilweise ist es auch eine Strafung Gottes. Im Schweiße des Angesichts sollst du also deine Arbeit machen. Und ora et labora, bete und arbeite auf Lateinisch. Martin Luther hat das dann, der Reformator, radikalisiert. Die Arbeit ist ein Pflichtcharakter, die Berufsarbeit ein innerweltlicher Gottesdienst. Und von da führen auch schon Brücken in die soziologische Theorie, die protestantische Arbeitsethik, die Max Weber konstatiert. Dass sozusagen der Geist des Kapitalismus, des Fortschritts in der Geschichte kommt auch aus der Arbeitsethik der Protestanten, dass sie das eben Arbeit als Gottesdienst sehen und das wichtig ist. Ja.
Und es geht dann weiter im Industriezeitalter, im Industriekapitalismus. Adam Smith zum Beispiel, da ist schon bei der Wirtschaftswissenschaft die Arbeit die Grundlage des Reichtums. Und das differenziert sich dann aus in den Bildern. Also die Arbeit ist entscheidend. Die Frage ist nur, also was passiert damit? Die entwickelt sich auch. Sie geht also als Quelle des Reichtums, also davon wird ausgegangen. Sie verändert auch ihren Ort. Es geht also vom Haus, zu Hause der Arbeit und der Werkstatt in eine Fabrik. Die Rollenerwartungen verändert sich. Es entsteht eine ganze Klasse oder Gruppe, das Proletariat, die Arbeiterschaft, Interessengegensätze, Organisationen gibt es um den Begriff Arbeit herum. Es gibt aber gleichzeitig auch eine Verengung des Arbeitsbegriffs auf außerhäusliche Erwerbsarbeit in Klammern von Männern. Ne? Mann der Arbeit aufgewacht. Ne? Es ist also andere Arten von Arbeiten werden unsichtbar gemacht. Und gleichzeitig also heroisiert oder auch verengt auf einen bestimmten Typus. Und es gibt ja sozusagen sogar zwei. Es gibt eine sozialistische positive Arbeiterkultur und das Proletariat, das dann die Macht erobert, weil es das möglicherweise schafft, also das System umzustürzen, das Ausbeutersystem, aber auch der nationalsozialistische deutsche Arbeiter auf der anderen Seite, also auch eine Heroisierung dieses Begriffes auf der anderen Seite. Gut. Das hat uns die Frau Hauptner historisch erklärt und dann ist sie mit dem Normalarbeitsverhältnis gekommen. Das Normalarbeitsverhältnis. Also was ist normal? Das Interessante ist in diesem Fall, es gibt tatsächlich eine Norm, die hat sie uns auch vorgestellt. Das ist das, was also das Statistische Bundesamt definiert. Das ist ja eine Bundesbehörde. Und die sagen, also Normalarbeitszeit wird in Vollzeit und Teilzeit ausgeübt als abhängige Beschäftigung. Mindestens 21 Wochenarbeitsstunden unbefristet. Direkt, also keine Zeitarbeit, direkt beim Auftraggeber und voll integriert in die sozialen Sicherungssysteme. Also das ist Normalarbeitsverhältnis. Ich behaupte mal, vor circa 30, 40 Jahren wäre das auch noch anders definiert worden. Das ist also auch etwas, was sich verschiebt. Die 21 Stunden mindestens, da hätte man doch damals gesagt, nee, Vollzeit ist es. Ne? Aber es ist interessant. Das ist also sozusagen dieses Normalarbeitsverhältnis, das da als Verhältnis definiert wird. Aber sie sagt ja auch, man müsste weiter gucken beim Begriff Arbeit. Und da seien eben auch andere Arbeiten, die jenseits dieser Norm liegen. Oder vielleicht gibt es auch mal neue Normen, das ist eine Frage. Ja? Es gibt die Sorgearbeit, die Pflege zu Hause, die Care-Ökonomie, die Hausfrauenarbeit oder eben auch Pflege. Es gibt freiwilliges Engagement, Ehrenamtlichkeit. Ich arbeite für die Herbert und Greta Wehner Stiftung in meiner Freizeit. Aber ich arbeite eigentlich auch. Ne? Das ist auch interessant. Es gibt auch informelle Arbeit, ne, was ich so nebenbei so mache. Man kann also diese Erwerbsnorm hinterfragen. Und ich finde die 3 Vorschläge, die die Frau Kollegin Hauptner gemacht hat, ganz gut. 3 Vorschläge, Arbeit neu zu denken. Dualismen überwinden, das heißt also die Übergänge und Verflechtungen sehen zwischen der Normalarbeitszeit und anderen Arbeiten. Die Arbeit in einem Spektrum denken, ne, das Ausmaß, den Arbeitscharakter, den Bezug der Gesellschaft, also es nicht so sehr zu normieren, sondern die Vielfalt davon sehen. Und dann aber auch Arbeit als ökonomische Aktivität bestimmen. Es ist also nicht alles Arbeit. Meine Beziehungsarbeit, die nenne ich zwar auch zu Hause so, aber im Wesentlichen ist das nicht ökonomische Arbeit, sondern also die Arbeit muss schon einen Bezug zur Ökonomie irgendwo haben. Also das sind, glaube ich, ihre Begriffe, die sie da hat. Ja, also bei Arbeit ließe sie sich nachdenken. Ich fange jetzt noch nicht, und das mache ich heute auch nicht, die Diskussion an, was müsste denn dann entlohnt werden und von wem? Denn das ist eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann hier. Und dann werden wir uns lange streiten. Das ist vielleicht mal Dialog kontrovers oder so, aber nicht Ringvorlesung. Ich gehe weiter, normal oder unerträglich. Unerträglich. Mir fiel so ein Gegenbegriff ein zum Thema mit dieser Resilienz. Deswegen habe ich den jetzt genommen. Ne? Normal oder unerträglich. Ist Trump normal oder unerträglich? Mag jeder für sich beantworten. Also die Rückseite der Resilienz, die uns Frau Professor Carina Becker sehr deutlich beschrieben hat.
Ja, also wir haben einen Belastungswandel, dem wir ausgesetzt sind, Dauerstress in der Gesellschaft, durch auch die Beschleunigung. Es gibt ja diese soziologischen Untersuchungen, 24/7, 24 Stunden Tag, 7 Tage die Woche, verfügbar sein, ständig irgendwas. Ne, wir tanzen auf verschiedenen Hochzeiten, irgendwas ist allgegenwärtig. So, es gibt also, das ist im Beruf so, es ist in der Soziale, in der Pflege so, die Frage, die Bemessung, Patientenmanagement auf der einen Seite als Erfordernis ökonomisch, um überhaupt also sozusagen auf dem Markt mit bestehen zu können, als Pflegeunternehmen zum Beispiel, versus die Empathie, die man den Menschen gegenüber zeigen soll. Und der Wechsel, auch im Arbeitsverhältnis, ist ja der Normalfall geworden. Das ist üblich. Also selbst wenn ich von einem Normalarbeitsverhältnis spreche, es könnte auch eine Änderung ständig gehen. Und die Resilienz, die wir entwickeln sollen, kann also dann definiert werden, statt ein Persönlichkeitsmerkmal zu sein, eine Kompetenz. Ne? Also das kritisiert sie. Sie sagt also, empathisch sein gegenüber Patienten wäre wichtig. Wenn ich das abschalte, bin ich vielleicht resilient, weil ich nicht mehr so sehr mitleide mit den Menschen, die dann also nach Uhrzeit von mir angepflegt werden, aber nicht mehr ordentlich betreut. Aber Resilienz hat eben diese Akzeptanz als eine negative Rückseite. Die Frage ist also, heißt Resilienz, Dinge einfach hinnehmen? Und da ist mir dieses Gebet eingefallen. Das kennen Sie wahrscheinlich alle. Das Gelassenheitsgebet. Ganz berühmt, Reinhold Niebuhr, ein US-amerikanischer Theologe, hat das verfasst. Das ging übrigens vom Text her übrigens andersrum früher, als er das geschrieben hat. Am Anfang stand dort, Father, give us courage to change what must be altered. Also Vater, gib uns den Mut zu verändern, was geändert werden muss. Was muss, interessanterweise, nicht zu ändern kann, was geändert werden muss. Auch ein Unterschied. Ja? Und dann die Gelassenheit. Akzeptieren, wo ich nichts tun kann. Und die Einsicht, dann den Unterschied zu kennen. Das hat man umgedreht und dann hat man aus Muss ein Kann gemacht. Schon interessant, ne? Das ist der Resilienzansatz. Erstmal cool bleiben, bloß nichts ändern und so weiter. Ja, ne? So funktioniert das. Und wenn wir uns das angucken, Arbeitsumfang, Personalknappheit, die Ausdehnung von Arbeitszeiten, der Arbeits- und Gesundheitsschutz als Thema, dann heißt Resilienz vielleicht, ich muss das hinnehmen. Auch bei politischen Unzumutbarkeiten tut es uns ja vielleicht ganz gut. Katastrophen überall, ach, ich bin Ruhe in mir. Ich nehme das hin, ich kann es nicht ändern. Schlechtes Regieren kennen wir schon, ist sowieso so, ändert sich nichts. Klimawandel, ja, ne, sollten wir mehr lüften. Oder Rechtspopulismus, nun ja, ne, aber ich kann mich ja nicht unglücklich machen deswegen. Ja, also dieses Zitat hier von Frau Becker nochmal genommen, der Resilienzansatz, also läuft eben nicht nur der Zielsetzung des Arbeitsschutzes zuwider, sondern sie werden auch animiert, an der eigenen Belastungskompetenz zu arbeiten und diese in den Verwertungsprozess von Erwerbsarbeit einzubringen. Ich behaupte einmal, eigentlich ist das gut. Also resilient sein ist ja nicht schlecht, mit den Dingen umgehen zu können. Für mich als Individuum, ich kann es jeder einzelnen Person nur empfehlen, aber es gibt eben auf der anderen Seite eine gesellschaftliche Ebene. Was bedeutet das, ne, wenn man alles immer nur hinnimmt? Und da ist die Frage, also sollte das so sein? Müssen unerträgliche Zustände nicht doch irgendwo bekämpft werden? So, jetzt normal oder fremd. Fremde sind ja auch erstmal nicht normal möglicherweise. Hatten wir fremd hier mit drauf? Irgendwo kommt es vielleicht ein bisschen im Hintergrund vor. Ne? Der Trump schmeißt ja alle, die ihm fremd erscheinen, raus und behandelt sie schlecht. Was er für normal hält, halte ich auch nicht für normal, aber ist ja egal. Ne? Und da hatten wir ja in der ersten Vorlesung auch nachher, glaube ich, so ein bisschen einen Ansatz zu einer Kontroverse. Ne? Und die hat sich an einer Frage hochgezogen. Ist Heimatverbundenheit rechts? Na, also dieses Heimatgefühl, was ja auch im Vortragstitel so drin war. Na, diese Frage. Nun ja, also ich finde, um es mal vorweg zu sagen, nein, Heimatverbundenheit ist nicht per se rechts.
Ich behaupte nur, dass in Gegenden, wo mehr als 40% der Einheimischen rechte Parteien wählen, die den Heimatbegriff missbrauchen, da wird der Heimatbegriff mancher Menschen dann einfach rechts. Zumal Heimat eben auch oft missbraucht worden ist. Das sind zum Beispiel die Nazis mit ihrer Blut- und Bodenideologie, die diesen Begriff benutzt haben. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht an meiner Heimat hängen kann. Überhaupt nicht. Ja, und die Frage ist eben auch da, wer nutzt oder benutzt Heimat und wem nutzt die Verwendung dieses Begriffes. Da muss man halt drauf gucken, sehr differenziert. Ich erzähle Ihnen mal die Geschichte von der Heimat als einer Fluchtmöglichkeit in schweren Zeiten. Es gibt so einen Spielfilm, der erzählt die Geschichte eines kriminellen Zuwanderers. Also ein Zuwanderer kommt nach Deutschland und wird kriminell, weil er nämlich trauert um seine verlorene Heimat. Da hat er so viel Heimweh, da muss er unbedingt jetzt Straftaten begehen. Er wird also zum Straftäter, der Zuwanderer. Und was passiert? Er findet nach einigen Verwicklungen in diesem Film, ist ein Schmonzettenspielfilm, findet er Verständnis in der einheimischen Bevölkerung. Und es gibt dann sogar ein gemeinsames Fest, wo sich die Einheimischen und die Zugewanderten gegenseitig ihre Heimatlieder vorsingen und alle fröhlich sind und miteinander feiern. Weiß jemand, um welchen Film es sich handelt? 1951, Grün ist die Heide. Also der zweitgrößte Kassenschlager im deutschen Heimatfilm. Nachkriegsgeschichte, Bundesrepublik Deutschland. In Farbe, Sonja Ziemann und Rudolf Prag. Also ein triefendes Melodram mit Liebesgeschichte und eben dieser zentralen Geschichte mit dem Schlesierlied. Es ist natürlich jetzt kein Zuwanderer aus dem Ausland, kein syrischer Flüchtling oder so, der nach Sachsen kommt, sondern es ist eine Schlesiergruppe, die also vertrieben wird nach dem Zweiten Weltkrieg und in der Lüneburger Heide landet. Und da geht das also dann ganz wunderbar und die treffen sich dann alle. Das ist eine interessante Art, mit Zuwanderung umzugehen. Und Heimat also zu pflegen. Es hat jeder seine Heimat. Es wird die auch akzeptiert sogar in diesem Film. Ich meine, gut, diese Heimatbilder sind klischeehaft. Und wer Hermann Löns liest, den Heidedichter, die Lüneburger Heide, der ist also natürlich auch manchmal bedient von dem, also was da sozusagen auch an unterschwelligen Tönen drin ist. Aber die Heimat der anderen und die Fremdheit gewissermaßen bei den Zuwanderern zu akzeptieren und zu sagen, wir erkennen euch an, das ist interessant, finde ich. Selbst im deutschen Heimatfilm. Auch wenn das jetzt, also diese Filme hatten natürlich die Idee, man hatte einen Alltag, die Normalität im Nachkriegsdeutschland war also anpacken, leben in Trümmern, hart arbeiten, aufbauen. Und man hatte eine deutsche Vergangenheit, die wirklich in der NS-Kultur sehr schlimm war. Also der Nationalsozialismus wird natürlich verdrängt in diesem Film. Aber auf der anderen Seite hat man eine wunderschöne Heimat und kann dann damit arbeiten und eine neue Normalität finden. Ich finde es interessant. Und das Schlesierlied auf dem Heimatfest. Ich danke übrigens für die Anregung, diesen Film nochmal zu erwähnen, posthum Professor Dr. Matthias Pfüller, der hier als Professor an der Fakultät Soziale Arbeit gelehrt hat, vor mir, die Zeit von 1995 bis ich dann kam oder kurz danach, und diesen Film gerne seinen Studierenden auch vorgeführt hat, also dann mit einem kritischen Blick. Es gab ja auch die Exkursionen dann ins Riesengebirge zu den Schlesiern, wo man das auch bearbeitet hat. Und ich finde es immer noch spannend, sich das anzugucken, weil man glaubt das manchmal gar nicht, was alles an Storys erzählt wird. Ja, Heimatbegriffe. Gab es übrigens auch mal die neue Heimat. Wissen Sie noch, was die neue Heimat ist oder war? Wohnungsbaukonzern, ein gewerkschaftseigener Wohnungsbaukonzern mit Millionen und Milliarden Umsatz und Millionen Dingern. Die sind also 1980er Jahre, frühe 80er Jahre unrühmlich pleite gegangen. Es war sozialer Wohnungsbau, aber auch Wohnungsbau insgesamt. Man könnte sagen, der Plattenbau West, den es ja in Westdeutschland auch gab, ist dort von der neuen Heimat gebaut worden. Die neue Heimat, was sollte das heißen? Eine neue Heimat? Diese Plattenbausiedlungen, interessant. Aber ja, also das gab es auch. Heimat ist also ein durchaus offenes Konzept. Es kann eine neue Heimat geben.
Es gibt eine alte Heimat, eine neue Heimat, die, wo ich immer war, wo ich immer bleibe, vielleicht auch die, wo ich hingehe, könnte auch sein. Also ich zum Beispiel, ich komme ja aus Südoldenburg in Niedersachsen, das ist irgendwie meine Heimat, obwohl ich da schon seit über 40 Jahren nicht mehr wohne. Was heißt das? Bin dann nach Köln gegangen zum Studieren. In Köln war ich Immi. Immi, die Immigranten, die reinkommen in die Stadt. Beim Bäcker wurde mir sehr schnell beigebracht, dass das Röggelchen heißt und nicht Roggenbrötchen. Ja, das musste ich dann lernen. Röggelchen. Röggelchen. Ich hätte gerne ein Röggelchen. Gut. So, und dann bin ich 98 nach Dresden gekommen. Da war ich nicht mehr Immi, da wurde ich Wessi. Auch interessant. Ja, Wessi hat nochmal eine zusätzliche Konnotation. Man könnte über Wessis und Ossis auch nochmal reden irgendwann. Die spannende Frage ist, fühle ich mich hier heimisch? Irgendwie ja. Ich habe hier meine Familie, Kind, Enkelkinder, meine Frau, alles ist hier. Ich bin seit fast der Hälfte meines Lebens jetzt in Sachsen. Bin ich Sachse? Naja, vom Wahlrecht her schon. Vom Dialekt her hören Sie es mir noch nicht so an. Ich könnte es ein bisschen nachmachen, aber so richtig wird nichts. Aber es liegt nur daran, dass mir Sprachen ganz gut zufliegen. Aber ich kann nicht Sächsisch, also überhaupt nicht. Das geht auch gar nicht. Das ist auch affig, ja, wenn ich es probiere. Aber ja, bin ich hier zu Hause, heimisch, in der Dresdner Neustadt bestimmt. Da wohne ich ja. Da geht das. Aber Mittweida ist irgendwie für mich auch Heimat. Mittweida ist meine Hochschulheimat. Ich mag diese Hochschule. Ich finde die ganz toll, hier zu arbeiten und es macht Freude. Und das ist für mich heimatlich, wenn ich das Rektorat sehe im Moment. Früher und jetzt ist auch noch heimatlich, wenn ich übrigens hier diese Saal sehe und in der Fakultät bin bei der sozialen Arbeit. Ich gehöre auch da nach wie vor dazu. Ich kann also unterschiedliche Heimaten haben und Bezüge. Kann ich vielleicht. Ich kann es anderen auch abstreiten, kann ich auch machen, weiß ich nicht. Ne? So, Heimat ist also ein offenes Konzept. Heimat sollte ohne Scheuklappen genossen werden. Ja, jetzt nicht irgendwie zumachen den Blick und verengt, sondern mal zu gucken, was bedeutet das denn? Ne, ich finde das interessant. Mein Vater, der war lange Jahre, über 40 Jahre Kassierer im Heimatverein unseres 1000-Einwohner-Dorfes in Südoldenburg. Und der hat so ein bisschen Heimatgeschichte geschrieben. Und es gibt zwei Geschichten, die finde ich sehr schön. Die eine hieß Unser Helgoland. Unser Helgoland, das hat nichts zu tun mit der tatsächlichen Insel, ist so eine kleine Insel in einem Flüsschen, das da an dem Dorf lang floss. Und er beschreibt, wie die da als Kinder gespielt haben. Das war ihr Helgoland, da haben sie Dämme gebaut und so weiter und hatten Spaß dabei. Dann kommt aber auch, ja, und 1968 kam dann nicht die Bewegung, sondern der Autobahnbau. Und dann wurde das Biotop überpflastert mit der Autobahn 1. Und dann war es vorbei mit Helgoland. Ich habe also auch einen kritischen Blick auf Heimat. Das ist auch ein Verlust sozusagen in der Heimat, die ich mal hatte. Ökologie als Thema an der Stelle. Ja. Und das Zweite, was ich finde, Heimatvereine sollten sich auch kritisch beschäftigen. Tun sie zum Teil auch hier. Hier gab es früher die Ortschronisten in Sachsen. Ich weiß nicht, ob es noch viele gibt in den Gemeinden. Das waren häufig ältere Herren und ich hatte Kontakt mit denen, auch in der politischen Bildungsarbeit. Die haben sich mit der Geschichte des Ortes in allen Facetten beschäftigt. Hat mein Vater auch so ein bisschen getan. Ich finde es interessant. Also er hatte nie offiziell so eine Funktion, aber er hat dann auch so einen Aufsatz geschrieben über die Judentonne. Was war die Judentonne? In der NS-Zeit. In unserem Dorf gab es keine Juden. Der Dorfschullehrer, Schulmeister war aber Nazi. Also hat er im Zentrum des Ortes eine Tonne aufgestellt und seinen Schülern gesagt, und wenn ihr da lang geht, dann tretet ihr gegen die Tonne. Das ist der Jude. Das ist die Judentonne. Geschichten, die erzählt werden müssen. Ich weiß nicht, aber also wenn die keiner aufschreibt, dann sind sie weg. Und das sind Geschichten, die gehören mit dazu, zu so einem Bild. Man kann dann auch erzählen, dass eben es auch viele Bauern gab und Leute gab, die eben nicht Nazi waren. Das gehört dazu. Aber es ist etwas, was man sich angucken muss. Also Heimatverbundenheit ist nicht per se rechts. So, und da bin ich jetzt auch so bei einem Thema, also wo mir das hier nochmal eingefallen ist, die Hufeisentheorie, links und rechts. Und links und rechts ist ja so eine Skala. Ich mache mal hier an der Tafel eine Linie. So. Und da gibt es politisch links und politisch rechts. Und hier ist die Mitte. Und natürlich ist die Normalitätsvorstellung, wir sind hier im Normalismus gerade, da gibt es die Linksextremen und die Rechtsextremen. Und die sind schlecht, die müssen weg und die Mitte, die ist gut. Ja, also das könnte so sein.
Und dann ist natürlich eine spannende Frage, stimmt dieses Bild? Stimmt eine solche Verteilung? Hier haben wir ja eine klare Verteilung und in der Mitte sind übrigens die Guten. Das ist die Normalitätsvorstellung, die wir so haben. Mitte positiv. Die Mitte sind auch mehr als die Linken und die Rechten. Normalerweise verteilt sich das, wenn es sich normal verteilt, da kommen wir gleich im Bild noch zu, wie eine Parabel. Ein paar wenige Linksabweichler, ein paar wenige Rechtsabweicher und in der Mitte die breite Masse, die ist gut und die hat recht, weil es ist ausgewogen. Die spannende Frage ist aber, was ist denn jetzt hier die Mitte? Was ist das politisch für eine Position? Ich kann ja schlecht die Mitte bilden zwischen die Erde ist eine Scheibe und die Erde ist eine Kugel. Da ist die Mitte nicht vernünftiger als die Vorstellung, die Erde sei eine Scheibe. Insofern schwierig. Es gibt so eine Ausgewogenheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da sollen alle Seiten immer berücksichtigt werden. An der Hochschule gilt übrigens das Prinzip der Wissenschaft. Und die Wissenschaft ist übrigens der Wahrheit verpflichtet, was auch immer das ist. Nicht unbedingt eine Ausgewogenheit. Natürlich sind wir auch wertgebunden hier. Demokratie. Ich hoffe mal, dass in diesem Bereich hier irgendwo Demokratie und Verfassung und so weiter drin ist. Egal, was der Bereich ist, die Vorstellung ist nämlich per se ein schiefes Bild. Es gibt rechte Ideologen, die sich genau dieses Bild suchen und die sich überlegen, wie sie die Brücke machen zwischen konservativ und rechts. Hier wäre zum Beispiel eine Art von Brücke dann. So, und diese Brücke, das ist, es gab mal einen Theoretiker des Kommunismus oder der linken Theorie, das war Antonio Gramsci. In seinen Gefängnisheften, der hat von der Hegemonie, vom Kampf um die Hegemonie, die Vorherrschaft, die ideologische Vorherrschaft in den Köpfen in der Gesellschaft geführt. Und Teile des rechten oder rechtsextremen oder egal wie Spektrums, mit rechts ist es etwas schwierig, haben sich das angeeignet. Und da gibt es eine Strategie, wie man das macht. Man kann versuchen, als Rechter die Grenzbereiche zu verschieben, indem man das gerade noch Sagbare und Machbare betont. Man kann eine Normalisierung, wird angestrebt, explizit. Das ist jetzt Götz Kubitschek, einer der wesentlichen Vordenker der nicht mehr ganz neuen Rechten. Radikale Positionen normalisieren, zum Beispiel indem man irgendwelche Prominente oder Schlüsselpersönlichkeiten findet, die man zitieren kann mit ähnlichen Positionen. Das ist so üblich. Und das Dritte ist eine Selbstverharmlosung mit der Behauptung, dass eine Forderung eigentlich ganz okay ist und dem Mainstream oder der Normalität entspricht. So versucht man hier Brücken zu bilden. Mögen andere Lager auch machen. Gut, also das ist diese Rechts-Links-Vorstellung. Das Hufeisen ist interessanter, finde ich, oder ist eine Weiterentwicklung. Das gibt es ja auch. Irgendwann treffen sich dann die Extreme wieder, die Linken und die Rechten in irgendwas inhaltlich. Ja? Das ist auch eine Vorstellung, dass es sozusagen eine Hufeisentheorie gibt. Positiv gesehen ist wiederum die Mitte und die linken und die rechten Extremen haben ihre Ähnlichkeiten. Es gibt übrigens Punkte, an denen auch links und rechts miteinander übereinstimmen mögen, teilweise. Zum Beispiel Gewaltbereitschaft könnte das sein in Teilen. Frage ist natürlich, gegen wen richtet es sich oder gegen was. Es ist nicht völlig, also all diese Bilder darf man haben und vertreten. Man sollte sich nur überlegen, also was damit passiert. Und ich gucke mir das jetzt mal so unter dem Thema, jetzt kommt was sehr Schönes, was ich selber gebastelt habe, mit Hilfe von KI. Also KI hat nicht viel gemacht. Von KI ist nur die Kurve und der Kopf. Das Auge habe ich dann selber mit Word rein, ist also nicht sehr schön reingemacht. Ein politisches Normalitätsdispositiv. Es gibt so Normalitätskonstruktion. Die Gaußsche Normalparabel oder die Normalparabel kennen Sie noch, y = x² aus dem Schulunterricht. Die habe ich mal umgedreht und ein bisschen gestreckt, sozusagen als eine Normalitätsvorstellung. Es ist nicht so. Was ich hier darstelle, ist nicht eine Realität, sondern also sozusagen ein Konstrukt, ein Dispositiv, wie ich auf die Gesellschaft oder etwas gucken kann. Und da gibt es sozusagen extrem linke Positionen und extrem rechte Positionen und die Mitte. Die Mitte sind erstens besser, die Wertung links mal abgebildet als positiv und zweitens also die Verteilung. Das sind mehr. Die linken und die rechten Extreme sind ganz wenig. Und hier habe ich mal stellvertretend für eines der Lager die Blindheit, das ist das AfD-Grundsatzprogramm abgebildet. Die gucken nur auf den Linksextremismus.
ne, weil sie selbst rechtsextrem sind in dem Fall. Ja, also das ist so die Idee einer Verteilung über diese Normalparabel. Was dieses Bild nicht abbildet, ist alles Mögliche. Es ist also unterkomplex und es trifft so natürlich nicht zu. Unterdimensioniert sind andere Formen von Extremen. Der Islamismus kommt hier nicht vor. Ist der links oder rechts? Völlig egal. Ja? Der Antisemitismus, angeblich gibt es Antisemitismus von links, angeblich gibt es Antisemitismus von rechts. Er ist also auch nicht unbedingt das eine oder das andere. Anti-Islamismus gibt es, also auch der ist nicht per se unbedingt links oder rechts. Ich hatte eine österreichische Historikerin zitiert, Frau Komlosi, die was zur Arbeit rausgefunden hatte. Die ist Corona-Leugnerin, anti-israelisch, pro irgendwie Palästina und unterwegs also als Russland- und Putin-Versteherin. Ist die jetzt links oder rechts? Kann ich nicht sagen. Ist nicht so. Also es passt nicht wirklich alles in dieses Bild rein. Das sind Hilfskonstruktionen, die konstruieren und auch wiederum Realitäten nur so aussehen zu lassen. Normal ist hier gar nichts in Wirklichkeit. Und die Mitte, wenn es eine gibt, die Frage ist ja auch, was ist denn die Mitte? Ist es die gesellschaftliche Mitte? Und was ist die? Ist das soziologisch die Mitte, das Medianeinkommen? Ist es eine politische Mitte von den Haltungen her? Wie messe ich die übrigens? Was ist da die Mitte? Immer abwechselnd SPD und CDU wählen, das ist ziemlich genau die Mitte vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht ist die CDU aber nicht Mitte oder die SPD nicht. Übrigens sagen die jeweils von den anderen, dass sie rechts sind oder links sind und sie selber seien die Mitte, ist auch interessant. Also die Mitte will man gerne haben, der Kampf um die Mitte ist allgegenwärtig. Ja, und dann ist eben auch die Mitte keineswegs immun gegen extreme Vorstellungen. Nicht umsonst heißt das, was die Kollegin hier ja vertreten hat, auch die Leipziger Mitte-Studien. Es kommt also auch aus der Mitte. Es ist also nicht per se richtig oder falsch. Das ist auch die Frage. Das ist ein bisschen das öffentlich-rechtliche Rundfunkproblem. Also ich kann das nicht genau festmachen. So, und das bedeutet für mich, wenn ich sozusagen mir diese Normalparabel, Entschuldigung, mehr Kreide erzeugt, wenn ich mir diese Normalparabel angucke, so links oder rechts, die Vorstellungen könnten völlig anders verteilt sein. Es ist eine Möglichkeit, dass die Kurven so verlaufen von den Massen her. Es könnte sein, dass die Kurve ganz anders verläuft so bei den Positionen und so weiter. Also man müsste sozusagen nicht normale Kurven zeigen, um irgendwas abzubilden an dieser Geschichte. Mache ich aber jetzt nicht, weil ich kann es auch nicht messen, weil hier fehlen ja auch jegliche Werte. Das ist jetzt hier dann heuristisch gesehen, auch was ich mache, muss ich sagen. Das da ist auch schon einfach ein heuristisches Bild. Es hat nichts mit der Realität zu tun. Es wird Ihnen allerdings jetzt erhalten bleiben. Es gibt das andere Konzept zum Thema, also wenn man mal vom Rechts und Links und diesen Mittefragen weg will, dann muss man sagen, okay, was muss ich kritisieren? Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten. Da gibt es diese Studien aus Bielefeld von Heidmeier, Wilhelm Heidmeier vor allem und Kolleginnen und Kollegen, und die haben diese deutschen Zustände, gibt es 10 Bände, Surkamp-Taschenbuch erschienen bis vor einigen Jahren, und haben sozusagen diesen Komplex der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit mal aufgeschrieben. Also Dinge, die sie für nicht normal halten, würde ich mal sagen, nicht akzeptabel in der Gesellschaft. Das geht über den Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, die Islamophobie, die Fremdenfeindlichkeit, etablierten Vorrechte, Klassismus, das gibt es auch, Abwertung von Menschen, weil sie ökonomisch benachteiligt sind, Abwertung von Menschen mit Behinderung, Homophobie. Wäre vielleicht noch zu erweitern. Das ist bestimmt jetzt kein unbedingter Anspruch. Und alle diese Merkmale gehen Richtung gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und dann ist mir egal, ob jemand rechts oder links ist. Die entscheidende Frage ist, also, wie steht man zu diesen Themen, zum Menschen, zum Mitmenschen? Das wäre, glaube ich, wichtig. So, und wenn man so will, fast wie ein Vorläufer ganz früh solcher Studien und Feststellungen, bin ich nochmal bei den ganz normalen Männern, hier dieses Buch. Da geht es also um anomales, unmenschliches, brutales Verhalten durch normale, in Anführungszeichen, Menschen, ohne eine besondere Disposition zu Exzessen. Also der Täter im Nationalsozialismus kam eben auch häufig aus der Mitte.
Und er war vielleicht noch nicht mal ein besonders überzeugter Nazi. Das hat der Christopher Browning in dieser Studie festgestellt. Es ist eine Geschichte eines Reservepolizeibataillons 101. Das sind Polizisten aus der Hamburger Arbeiterschaft in grünen Uniformen, die 1942 an die Ostfront kommen oder nicht dahinter der Ostfront in Polen und die also Dörfer und Familien ausrotten. Eine nach der anderen, brutalst. Es gab ja nicht nur die Konzentrationslager mit der Vergasung, sondern eben auch diese Massenerschießungen im großen wie im kleinen Maßstab. Und dazu wird ein ganz normales Reservepolizeibataillon eingesetzt. Und das funktioniert an der Geschichte. Es hat unterschiedliche Gründe. Er schreibt da auch drüber, der Browning, woran liegt das wohl und fragt sich, was so die Gründe sind. So richtig kann er es auch nicht fassen. Diese ganz normalen Männer, da ist der Befehlszusammenhang, klar, es wird gesagt, das musst du jetzt machen und Befehl bin ich gewohnt in dieser deutschen Gesellschaft, das ist normal, es ist legal, schließlich ist es Befehl eines Dienstvorgesetzten, jemanden umzubringen, da gilt dann kein übernationales oder Völkerrecht oder sowas. Es ist sowieso die vorherrschende Ideologie in Staat und Gesellschaft. Ich kann nicht sagen, dass diese Leute keine Nazis waren, aber sie haben jetzt auch schon die ersten 10 Jahre NS-Ideologie und Indoktrination, auch in Schulungen und so weiter, hinter sich. Es ist manchmal auch die Bürokratie, die Arbeitsteilung. Es gibt ja den Typus Schreibtischtäter, ein Eichmann, der vor allem organisiert, dass die Züge pünktlich fahren. Oder der Schaffner. Ist auch die Frage, welche Aufgabe habe ich in dieser Holocaust-Geschichte? Bin ich derjenige, der die Juden als Polizist im eigenen Heimatort in Deutschland zusammenfärcht und in den Eisenbahnwaggon lädt? Fahre ich den Zug oder bin ich am Ende an der Rampe in Auschwitz? Das sind ja unterschiedliche Funktionen, die man da haben kann. Das kann man sich noch klein machen. Bei diesen Leuten eigentlich nicht, weil die hatten die Aufgabe, zu erschießen. Die haben es auch wirklich gemacht, ganz persönlich. Männer, Frauen, Kinder, völlig egal. Und es gibt auch sowas wie Desensibilisierung, die entsteht. Oder auch Resilienz, Entschuldigung, dass ich diesen Begriff wieder nehme. Da gibt es die Geschichte des einen dieser Polizisten, der also sagt, also eigentlich möchte ich das nicht, oder es ist der Vietnamkrieg oder eine andere Geschichte, aber ganz ähnlich, der erst verweigert und dann sagt, dann willst du nicht doch mal probieren, die Zivilisten zu erschießen? Ja, mach das. Wird ihm beim ersten Mal noch schlecht und muss er sich übergeben, beim zweiten, dritten Mal geht es schon besser und dann am Ende, dann hat er sich dran gewöhnt an diese Sache. Das ist also auch Gewohnheit zum Schluss. Massenmord und Alltagsroutine wurden schließlich eins. Das ist sozusagen auch die Geschichte. Man konnte übrigens den Befehl verweigern damals, also das haben die auch festgestellt. Es war möglich, es nicht zu machen. Das haben vor allem Leute gemacht, die keine Karriereerwartungen in der Armee brauchten, also die zu Hause einen festen Job hatten eigentlich. Also die haben das gemacht und verweigert und andere haben es dann auch gemacht und teilweise am Ende sogar gewissermaßen mit heroisiert. Das heißt also, die Normalität dieses NS-Reiches wird selbst immer abnormaler. So, schließlich, vorletzte Kategorie, normal oder irre. Irre. Ist Trump irre? Naja, kommen wir noch zu. Psychische Erkrankungen. Das Thema hatten wir ja auch. Historisch flexibel, politisch instrumentalisiert. Es gab die Hysterie, zum Beispiel im Kaiserreich. Das war so eine Modeerkrankung. Frauen waren hysterisch. Eine psychische Erkrankung, die Frauen vielleicht hatten, eher wurde sie ihnen angedichtet. Und da wird gesagt, die hätten vielleicht Triebe sublimiert und deswegen in dieser sozusagen sind Frauen hysterisch geworden. Hier mal so ein Bild aus der Darstellung einer hysterischen Frau um 1900 herum. Also die Hysterie, die weibliche Neurose als psychische Störung. Gibt übrigens ein schönes Zitat von Hildegard Knef, einer deutschen Schauspielerin und Sängerin, die auch schon lange nicht mehr lebt. Brüllt ein Mann, ist er dynamisch, brüllt eine Frau, ist sie hysterisch. Also um das auch noch mal ein bisschen zu erfragen. Also es gibt dann noch die Beispiele psychische Erkrankung, die Pathologisierung politischer Kritiker. Regimegegner im Kommunismus, in der Sowjetunion wurden häufig
in also psychiatrische Kliniken gesteckt, um sie sozusagen zu behandeln. Gewissermaßen die politische Abweichung als defekt. Umerziehung gibt es ja auch oder einfach wegsperren, also egal was. Ja, vielleicht eine humanere Form als der Genickschuss zu Stalins Zeiten, ich weiß es nicht, aber es ist sozusagen die Pathologisierung politischer Kritiker, auch das gab es. Ne? Die Normen verschieben sich, das kommt noch dazu, was psychische Erkrankungen sind. Es gibt zum Beispiel ADHS. ADHS gibt es als Begriff, die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, vor allem bei Kindern diagnostiziert. Den Begriff gibt es erst seit 1987 offiziell, es gab Vorläufer und wurde vorher anders sortiert. Seit 1990 steigen dann aber auch die dokumentierten Fallzahlen, also es werden immer mehr. Und da ist auch die Frage, stimmt es? Stichwort Neurodiversität hatten wir da. Es gibt, glaube ich, dieses Krankheitssyndrom. Ob es immer zutrifft, ist halt die Frage, wo es diagnostiziert wird. So einfach ist das, glaube ich, auch gar nicht festzustellen. Vor allem, wenn man sieht, es hat selber mal einen Fall erlebt. Und dann, das hier ist neu, auch jetzt also im ICD-11 in der Bezeichnung des Diagnosekatalogs der WHO, das pathologische Spielen vorwiegend online, also E-Sports. Ja, das gibt es auch inzwischen. Also eine substanzungebundene Abhängigkeit, die entstehen kann. Noch viel zu wenig, glaube ich, erkannt, welche Bedeutung und Gefahren das hat, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Die Diskussionen fangen ja erst gerade an. Sie fangen jetzt mit sehr groben Instrumenten an, die Politik diskutiert. Nehmt den Kindern die Smartphones weg. Mal sehen, wo das hinführt. Aber ich finde, es ist ein Riesenproblem. Und ja, das ist auch vorher kein Krankheitssyndrom gewesen. Das gab es nicht bisher. So, also, psychische Normalität ist, wie wir hier auch sehen können, hier, ne, also eine gesellschaftliche Konstruktion. Es gibt natürlich auch das Genie, das wahnsinnig wird. Das war früher auch mal der Fall. Friedrich Nietzsche zum Beispiel, der Philosoph, ein genialer Denker, der wurde wahnsinnig, kam in die Irrenanstalt. Ne, Wahnsinn und Genie miteinander in der Nähe. Also das kann auch der Gegensatz Debilität und Wahnsinn sein. Naja, Frau Dr. Bernhard hat uns ja in ihrem Vortrag da durch das ganze Spektrum der psychischen Störungen geführt. Und ja, Bio, Psycho und Sozial, es gehört immer alles zusammen bei einer psychiatrischen Erkrankung. Es gibt durchaus, hat die Hirnforschung gezeigt, messbare, physiologisch messbare Krankheitssymptome. Es kommt auch eine genetische Veranlagung, die gibt es auch häufig, die kommt dazu am Anfang. Dann kommt die Umwelt hinzu, die Erlebnisse und die Gesellschaft. Also ja, psychische Normalität jedenfalls ist auch eine gesellschaftliche Konstruktion. Das ist jetzt schon die vorletzte Folie, also wir können gleich ins Gespräch kommen. Hier sind wir nochmal, ich kann es nicht lassen, bei Fantasie oder Realität übernehmen die Wahnsinnigen. Also die Wahnsinnigen, die das Ruder übernehmen. Man hat auch Adolf Hitler mal als wahnsinnig erklären wollen, auch das gab es. Es gibt in der Literatur viele Beispiele. Eine schöne Geschichte finde ich die von Edgar Allan Poe, 1845 geschrieben, das System des Dr. Thaer und Professors Feder. Eine interessante Kurzgeschichte, wenn man so will. Da reitet jemand also in Frankreich irgendwo in eine Irrenanstalt zu Besuch und trifft dort auf einen Anstaltsleiter, der ihm das neue System vorstellt, dass man die Kranken jetzt also weich und human behandeln will und sie selber mitreden dürfen über ihre Behandlung. Und dann entsteht so ein komisches, groteskes Abendessen mit den Wärtern, also zusammen mit allen Bediensteten dieser psychiatrischen Klinik. Und die fangen auf einmal alle an auszurasten, komische Lieder zu singen, sich nackt auszuziehen, auf dem Tisch zu tanzen, rumzufluchen und so weiter, bis sich zum Schluss herausstellt, in dieser Irrenanstalt funktioniert nichts richtig. Die Irren haben das System übernommen. Das System des Dr. Thaer und Professor Feather ist, was dann am Ende rauskommt, weil die Wärter dann entfliehen, die haben sie überwältigt, geteert und gefedert und irgendwie in die Zellen eingeschlossen. Also sozusagen diese Idee, die Wahnsinnigen übernehmen das Regiment. So. Und bei Herrn Trump ist ja zum Beispiel festgestellt worden, oder diskutiert worden, man hat ihn ja nicht wirklich untersuchen können, aber man kann es ja sehen, ob er vielleicht eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat.
Also so Probleme mit dem Selbst- und Weltbild. Vielleicht hat Herr Musk das auch. Das ist auch noch nicht diagnostiziert, glaube ich, offiziell, weil er sich daraufhin auch nicht untersuchen lässt. Also diese narzisstische Persönlichkeitsstörung in der Politik hat jedenfalls Folgen, finde ich. Und die andere Frage ist, ist aber die psychische Störung andersherum die Erfolgsvoraussetzung in einem gestörten politischen System? Also stimmt da irgendwas nicht in den USA, dass so jemand erfolgreich sein kann? Es haben ihn ja Mehrheiten gewählt. Gut, nicht die Mehrheit, es waren vielleicht 30%, weil gar nicht alle wählen dürfen. Da stimmt schon was am System nicht. Aber es haben ihn Mehrheiten gewählt. Und es sind offensichtlich Dinge unterwegs, also wo irgendwas nicht in Ordnung ist. Also die USA sind keine normale, was ist das überhaupt, Demokratie mehr. Der Westen, die NATO, ist vielleicht auch gar nicht mehr normal, weil sie gar nicht mehr so positiv zu bewerten ist, wie sie mal gewesen ist. Ist auch spannend. Aber vielleicht wird man in so einem System etwas, wenn man bestimmte Störungen hat. Wenn einem Empathie mehr fehlt, wenn man toxische Männlichkeit an den Tag legt, wenn man abweichendes Verhalten hat, wenn man sich nicht benehmen kann, wenn man vor allem dreist ist und auch sich selber also für ganz toll hält. Vielleicht bin ich, der ich ja auch mal politisch aktiv war, deswegen nichts geworden, weil ich immer viel zu bescheiden war. In Wirklichkeit muss ich Chutzpe haben und sagen, ich bin der Mann. Gucken Sie auf Friedrich Merz, der hat immerhin, also dieses hat er auf jeden Fall. Also er hat es 3-mal versucht, Vorsitzender zu werden der CDU. Beim letzten Mal hat es geklappt und jetzt ist er Kanzler. Also positives Selbstbild ist wichtig. Narzisstische Persönlichkeitsstörung will ich ihm jetzt gar nicht andichten. Die sehe ich eher bei diesen Herren, die hier auf dem Bild sind. Aber Vorsicht. Also Erfolgsvoraussetzung vielleicht in einem gestörten politischen System. Etwas, was ich mich auch immer frage, ist, ob genau daraus nicht auch eine neue Rationalität entsteht. Dass Dinge auf einmal richtig werden, weil sie mit Macht durchgesetzt worden sind. Weil sie nämlich Verhältnisse verändern. Ob jetzt es rational war, den Iran anzugreifen, oder ob das daran lag, dass alle den Trump als Zauderer beschrieben haben. Er meinte, er müsse das machen, ist völlig egal. Ich hoffe, dass es wirklich gelungen ist, mit diesen Angriffen die iranischen Atombunker und all das zu zerstören und was kaputt zu machen, dass sie keine Atombombe bauen kann. Auch wenn ich das für seltsam halte und unverhältnismäßig, diesen Einsatz, wo Trump doch selber die Verhandlungslösungen in seiner ersten Präsidentschaft kaputt gemacht hat. Das mag alles sein, aber wenn die jetzt nun mal angefangen haben, dann wünsche ich mir, dass die erfolgreich sind. Nichts wäre schlimmer, als wenn die Welt durch diese aus meiner Sicht unvernünftigen Akte noch schlimmer wird. Deswegen müssen ja jetzt auch alle westlichen, in Anführungszeichen, anderen Staatsmänner den Trump bei Laune halten bei den Gipfeltreffen, weil sonst kommt es noch schlimmer. Ob wir das machen müssen, weiß ich nicht, aber es ist total schwierig. Der Mann hat die Macht auf der Welt in großen Teilen. Es entsteht also eine neue Rationalität möglicherweise. Vielleicht auch eine neue politische Normalität, als Frage mal offen gehalten. So, und das ist meine letzte Folie. Jeder Jack ist anders, heißt es im Karneval, im Kölschen Karneval. Das Interessante ist, jeder Jack ist das andere Wort für Verrückte. Das ist also nicht normal. Jeder ist aber normal. Jeder Jack, jeder Verrückte ist anders als die anderen. Es ist ganz normal, es ist ganz normal, Jack zu singen. Ja? Jeder Jack ist anders. Da fällt mir auch übrigens das sympathisch selbstkritische Selbstbild von unserem holländischen Gastvortragenden, ein Joost Behlen, den ich hier sehr interessant fand, wie er wirklich es geschafft hat, die Holländer selber in dieser Selbstkritik und Selbstironie zu beschreiben, was er alles sozusagen an seltsam findet an denen selber. Sehr schön fand ich das. Wobei ich Ihnen an einem Punkt gerne widersprechen würde. Also Rudi Carrell war jetzt so schlimm nicht. Also ich persönlich bin groß geworden mit Am laufenden Band, dieser Quizshow, die er da moderiert hat, wo man sich merken musste, was die Preise waren mit dem Fragezeichen, und er konnte singen und war ein Entertainer und hat eigentlich gute Konferenz gemacht mit den Leuten. Also so schlimm fand ich den nicht. Bei Heintje, da kann man diskutieren, und meinetwegen auch Frau Antje mit dem Käse. Aber Rudi Carrell war eigentlich okay, ein Held meiner Kindheit. Gut, aber ich habe es dann nicht in der Vorlesung selber gesagt, aber jetzt mit schönem Gruß, falls er sich verstehen kann und sich mal anguckt. Also sehe ich ein bisschen anders. Aber vielleicht haben die Holländer so einen Blick auf den.
Weil schließlich war der bei den Deutschen, ist weggegangen oder irgendwas. Ich weiß nicht, was da passiert ist mit Rudi Carrell und seinem eigenen Land oder mit Kollege Behlen. Kann ich jetzt nicht mehr mit ihm diskutieren, aber ist so. Ja, Normalität, um ein paar Sachen zusammenzufassen. Normalität ist ein Konstrukt. Es gibt nicht per se normal oder anormal, wenn ich das finde. Bei den Normen vielleicht, ja, es gibt Dinge, die sind nach Normen gemacht, aber ansonsten, es gibt nicht per se Normalität oder Anormalität. Die Normalität ist historisch geworden. Sie kann auch wieder vergehen. Das haben wir auch erlebt mit Kollege Behlen, denn der Zug war nicht pünktlich. Früher war die Deutsche Bahn, da war es normal, dass sie pünktlich ist. Inzwischen ist es offensichtlich anders. Und auch ausländische Gäste, die hierher kommen, erzählen uns das, dass man ja sich auf die deutschen Züge jetzt nicht verlassen kann. Das ist das neue Deutsch. Ne, wir sind unpünktlich. Vielleicht ist es sympathisch sogar, ne? Also besser als diese, ne, genau, exakt, ne, sind wir so ein bisschen lockerer. Wobei so ganz locker nehmen wir selber das nicht als die Betroffenen, sage ich auch mal. So schön ist es auch nicht. So, Normalität ist ein Prozess. Es mag Normalverteilungen geben in der Mathematik, aber wenn ich vom Normalen spreche, gehört das andere eben auch dazu. Das andere, was anders ist, ist Teil des Normalen, Teil der Normalität. Ja, kann ich auch so sehen. Ja, es gibt männlich, weiblich und es gibt nicht männlich und weiblich, non-binär. Gut. Und das ist normal zusammen. Gehören alle dazu. Vielleicht gibt es Mehrheiten, größere Verteilung auf der einen oder anderen Seite. Ja, das ist so, aber normal ist alles. Und normal und anders sind per se nicht schlecht oder gut. Auch nicht unbedingt nur gut. Die Sehnsucht nach Normalität, also vielleicht nach Ruhe, die Sehnsucht nach Verlässlichkeit gegenüber gegebener Strukturen und Versprechen, also nach einem auskömmlichen guten Leben, nach gerechten und friedlichen Verhältnissen, nach einem erfüllten Familienleben und so weiter. Das ist alles okay. Ich sage nicht, ob es jetzt normal ist. Ne? Also es ist ja heute nicht normal, das Wetter, viel zu warm. Das kann ich ja sagen, okay. Und es ist auch okay zu glauben, dass ich lieber ein kühleres Wetter hätte oder ein wärmeres, ganz egal. Ne? So. Ja, und das ist sozusagen der letzte Satz, den ich hätte. Normalität ist kein politisches Konzept und Normalität ist auch kein Projekt. Soweit, danke. Vielen, vielen Dank dir, Christoph. Wir haben jetzt noch, sind ein bisschen fortgeschritten, aber für ein paar Fragen, Anmerkungen, Kommentare haben wir natürlich noch Zeit. Naja, eine Frage wäre, was wir mit Harry Weinfurt machen, wenn, wo der auf der Skala steht und die Mini-Playback-Show. Mir ist aufgefallen, dass es ganz schön viele holländische oder niederländische Entertainer gab. Da muss irgendwo ein Nest gewesen sein. Aber das nächste... Bitte? Amado, genau, so hieß die Frau. Ne? Ja. Aber was ich noch spannender finde als die niederländischen Entertainer, du hattest ja bei einer der letzten Folien hier den Herrn Trump und den Herrn Musk. Und so ein bisschen kommt mir das so vor, dass wir so denken, ja gut, das sind diese exzentrischen Männer und die haben irgendwie alle so ein bisschen eine Klatsche. Aber wenn man drüber nachdenkt, ergibt sich ja das schon ein Bild. Also es gibt dann noch den Peter Thiel, diesen Investor von der sogenannten PayPal-Mafia. Dann gibt es, also Musk hält sich ja für so toll, dass er eben 14 Kinder hat. Dieser Gründer dieses Nachrichtendienst, also nicht WhatsApp, kommen wir jetzt nicht drauf, der hat 106 Kinder. Also 6 sozusagen, die er persönlich dort mit seiner Aufmerksamkeit bedacht hat und 100 noch durch Samenspenden. Also da ist ja schon so ein Muster erkennbar, dass die sich für so unglaublich toll halten, dass die sich so extrem fortpflanzen müssen. Also ich denke, es ist mehr als so eine, wie soll ich sagen, als so was Spinnertes. Also
früher hätte man vielleicht gesagt, da steckt eine Ideologie dahinter. So ein elitäres Denken auch, was sich da widerspiegelt. Hättest du da einen... Ja, ich meine, das gibt's ja. Das kam ja vor ein paar Tagen noch im Radio über den Thiel und dann ist auch die Ayn Rand genannt worden, die also Ökonomin, also Literaturschreiberin, Romanschreiberin, die dieses Bild schon hat. Da ist teilweise auch so ein Gedanke darüber, es braucht keine Demokratie, sondern es sollen die Klügsten und die Besten sollen herrschen. Und das macht sich natürlich auch am Einkommen bemerkbar und das hilft dann. Ja klar, gibt es solche Überlegungen. Und die sind aber nicht menschlich, also nicht Menschen. Also ich muss schon von bestimmten Werten und ethischen Grundlagen ausgehen. Und das ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die all men are created equal, das steht übrigens auch irgendwo in amerikanischen Verfassungstasten, die meinen wahrscheinlich auch alle Frauen und andere. Und das ist etwas, wovon ich ausgehen muss. Das muss ich bekämpfen. Natürlich kann ich begründen, dass es richtig und falsch gibt als Entscheidung und das diskutieren. Und mein Gott, man braucht aber offensichtlich eine offene und demokratische Gesellschaft, um also alle mitzunehmen und zu verhandeln und dafür zu sorgen, dass niemand also wirklich abgehängt wird. Und das bleibt eine Aufgabe. Also das darf in dem Sinne nicht normal werden, dass solche Leute hier das Sagen haben. Ja. Ich gucke nochmal in die Runde. Sie wollen dich nicht grillen, so wie es scheint. Sie wollen eventuell zum Sommerfest. Sie wollen grillen. Sie wollen grillen. Nicht ihn grillen, sondern an sich grillen. Okay, dann würden wir das jetzt mal tun. Wir wechseln dann aufs Sonnendeck und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken für diesen Abschluss der Reihe, bei Ihnen für Ihr Kommen, für Ihr Mitdiskutieren an den anderen Abenden und möchte Sie gern einladen zum nächsten Sommersemester, wenn dann wieder der Dialog kontrovers dran ist und wenn wir uns dann im Studio B an 6 Abenden wiedersehen werden für die Diskussionsreihe des IKKS. Ich möchte Sie nochmal ermuntern, uns gern nochmal Feedback zu geben zu unseren Veranstaltungen. Es findet sich ja auch wieder ein QR-Code. Für die Menschen, die eher oldschool sind, haben wir auch Papierdokumente, die Sie dann gerne ausfüllen können. Vielen Dank und bleiben Sie uns gewogen. Bis bald. Danke.